Hallo Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In dem heutigen Video möchte ich auf die neue Dashboard-App eingehen und deren neue Features. Das wären vor allem die Möglichkeit jetzt von Mover oder SIM-Tools Daten im Bypass an den Controller zu senden. Außerdem haben wir die Joystick-Funktionalität eingebaut, dass wir über Joystick-Buttons den Controller steuern können. Und dann gibt es noch etliche kleinere Änderungen, die ich zeigen möchte. Außerdem haben wir in die Dashboard-App jetzt auch die Configuration-App mit integriert und so hat man alles in einer Anwendung. Installiert wird das Ganze wie gewohnt über einen Download von meinem GitHub-Channel unter Remote Apps. Kann man sich die M4S Dashboard Zip runterladen, auspacken und über einen Windows Installer installieren und die App dann entsprechend benutzen. Wenn wir die starten, sieht es so aus wie jetzt hier zu sehen. Üblicher Aufbau, wie bereits bekannt. Es gibt hier unten einen neuen Button für die Shutdown-Funktion, ansonsten den Emergency-Button, den Online-Button, das LCD-Display nachgeahmt vom Handheld-Controller, dann Master Gain-Regler, die Filter-Einstellungsregler und die Buttons zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Filterfunktion. Ich werde den Controller jetzt mal einstecken. Gibt dann eine automatische Erkennung, dass ein Controller eingesteckt wurde und die Verbindung erfolgt automatisch. Über den Configuration Button hier unten kann man dann das Konfigurationsmenü noch aufrufen bzw. schließen. So, kommen wir gleich zum ersten neuen Feature. Und zwar wisst ihr ja, wenn ihr euer Mover-Profil ladet, um eine Simulation zu starten, ist es halt dann immer so gewesen, ihr sucht euren COM-Port aus, wählt diesen und verbindet euch. Das würde jetzt in diesem Fall zu einem Fehler führen, da der serielle COM-Port halt schon durch die Verbindung der Dashboard-App belegt ist. So, um die App weiter benutzen zu können, müsste man halt die Daten vom Mover in einem Bypass an den Controller schicken. Und da Mover die Möglichkeit hat, die Daten auf mehrere Arten und Weise auszugeben, habe ich ein Memory Managed File in die Dashboard-App mit eingebaut. Das heißt, im Mover legt ihr euch einen neuen Datenoutput MMF an, tragt beim MMF-Namen Motion for Sim ein. Die Schreibweise ist da besonders wichtig, weil darüber wird die richtige Datei im Speicher beschrieben. Hier unten kopiert ihr aus eurem Output-Modul einfach nur den entsprechenden Output-String hinein und könnt dann die Verbindung herstellen. Die Dashboard-App überträgt es dann auch im 2 Millisekunden Takt an den Controller und so funktioniert alles wie vorher. Nur dass ihr halt während des Betriebs die Filter ändern könnt, den Master Gain, den Controller hoch und runter fahren könnt, online, offline gehen könnt, beziehungsweise auch per Software den Emergency auslösen könnt. Das funktioniert prima und probiert es aus und gebt mir Feedback dazu. Vielen Dank. Als weiteres neues Feature haben wir den Support für Joystick und Gamepad-Buttons eingebaut oder auch für die Tastatur. Das findet ihr unter dem Setup-Page. Und zwar in diesem Part könnt ihr einen Joystick anschließen, per Update die Sache aktualisieren. Ich habe jetzt hier noch so einen Sidewinder Dual Strike gefunden, den ich zum Probieren hatte. Den auswählen, Capture, bestätigen und dann eine Taste drücken und der übernimmt dann diese Taste
und führt schon gleich eine Funktion aus. Und dann kann man über diese Taste den Controller steuern oder halt Emergency, habe ich jetzt auf eine andere Taste gelegt, an- und ausschalten. Das funktioniert prima, gerade wenn man im Rig sitzt und dort halt noch ein paar USB-Buttons von irgendeinem Gamepad hat oder ein Buttonpad, das über USB angeschlossen ist, kann man die Tasten entsprechend belegen. Und wenn man die VR-Brille auf hat zum Beispiel, dann einfach die Tasten drücken und so das Rig bewegen. Gerade wenn man keinen Handheld-Controller mit dabei hat, ist es eine sehr nützliche Funktionalität. So, die weiteren Features, die jetzt neu sind in der App, ich habe hier noch ein paar Buttons eingebaut, um Factory Reset durchzuführen. Dabei bitte aufpassen, das Rig, der Controller startet sich dabei neu und wenn er in der Standby-Position ist, gehen die Servos kurz aus und die Maschine fällt nach unten. Das ist manchmal nicht so günstig. Was ist noch neu? Hier drüben kann man die Werte für das extra 01 Pin verändern. Das ist bis jetzt mit einer Funktion Nummer 01 hinterlegt. Dann wird über das extra 01 Pin können die Servobremsen gesteuert werden. Zum Beispiel hier das Maximum für den Master gehen. Dann kann man jetzt hier festlegen, zu welcher Position die Standby-Position beginnt. Das heißt, man kann jetzt, sag ich mal, hier 1% der Aktuatorlänge eintragen und wenn man in den Online-Modus fährt, würde das Rig quasi zu dieser Position fahren und von dort aus dann in die Bewegung sich reinmorphen. Die Geschwindigkeit dieses Anpassungsvorganges, wo er in die Bewegung übergeht oder in die bereits anliegende Bewegung. Vorstellbar ist ja, dass man genau dann online geht, wenn das Flugzeug gegen den Berg kracht, und dann kann man das halt so einstellen, dass man langsam in die dann entstehende Motion-Position reingemorpht wird. Okay, das sind die Werte, werde ich auch nochmal in der Manual näher beschreiben, da kann man das auch nachlesen. Das sind im Großen und Ganzen die neuen Features. Kleine Änderungen hier und da noch, zum Beispiel habe ich die Konfigurationsdaten von Aktuator 7 jetzt mit eingebaut hier vorne. Und ja, zukünftige Anpassungen für die App stehen in Planung. Also ich möchte auch, dass hier die Konfiguration der einzelnen Rigs einfacher vonstatten geht. Hier wird es ein Auswahlmenü geben für SFX 100, 150. Die Geometrien einfach abgefragt werden, ein paar Bilder hinterlegen und naja, es gibt noch viele Sachen, die man machen kann. Auch der Firmware-Update-Bereich wurde überarbeitet, so dass das USB jetzt etwas stabiler läuft. Es ist nach wie vor alles noch etwas Beta. Probiert es aus, gebt mir Rückmeldungen, wenn Fehler auftauchen über meinen Discord-Channel und dann werde ich schauen, woran es liegt und die Fehler beheben. Die Testseite wurde auch etwas angepasst und ja, soweit so gut. Der Bereich hier oben, wo man die Daten des Controllers auf der Festplatte speichern kann, wurde auch überarbeitet. Und zwar werden die Daten jetzt als Textfile gespeichert. Das ist natürlich viel besser zum Anschauen und vielleicht sogar editieren. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei dem Discord-User Milligaus aus der Schweiz bedanken. Der hat sehr viel Arbeit mitgeleistet im Erstellen des neuen Codes. Wir haben jetzt das Projekt auf C# umgestellt und dabei hat er sehr viel Arbeit mitgeleistet. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Macht's gut.